Ich glaube, es sind viele Methoden unterwegs, die helfen, allgemein in den Unternehmen. Und was ich aber feststelle, ist, dass es oftmals nicht die Methoden sind, die so entscheidend sind, sondern ja, die Unternehmenskultur, die Werteebene, die Prinzipienebene hinten dran. Ähm, und das kennen wir auch aus dem agilen Umfeld, dass eben in Unternehmen Scrum eingeführt wird, also auf Methodenebene, und das funktioniert dann doch nicht so richtig, weil halt noch eine alte Kultur da ist und es wird noch gereportet, so wie es bisher gereportet wurde, und es wird in das Team eingesteuert. Und es geht eben ja nicht nur um die operative Ebene, sondern was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, dass agil funktioniert. Und so ist jetzt für mich auch nicht die Unterscheidung klassisch versus agil, sondern gutes Management versus schlechtes Management oder nicht so optimales Management. Und wenn da die Grundprinzipien gelebt werden, also wie schaffe ich es, dass mein Team sich wirklich selbst organisieren kann, wo kommen unsere Werte her, werden die einfach aufgedruckt und durch das Unternehmen kommuniziert, oder macht man was, damit man gemeinsame Werte herausbildet? Also da sind wir dann, glaube ich, so ein bisschen beim Kern der Frage, wie halten wir es überhaupt mit der Führung im Unternehmen? Wir haben mit Komplexität zu tun. Also mittlerweile gibt es auch Wissenschaftszweige, Komplexitätstheorien, die sich mit diesen Phänomenen befassen. Und was sind sinnvolle Strategien, um in einer komplexen Umgebung zu agieren? Und da gilt ein Grundsatz: adressiere Komplexität mit Komplexität. Also gerade in solchen dynamischen Märkten baut man sich quasi einen Flaschenhals, einen Engpass, wenn man versucht, mit einer klassischen Führungshierarchie, mit einer klassischen Führungspyramide zu arbeiten. Gerade weil die Märkte so dynamisch sind und solche Anforderungen stellen, ist es wichtig, auch das Management und nicht nur die Arbeit in die Breite zu verteilen. Erst das ermöglicht es der Organisation, ähm, überhaupt in der Umgebung erfolgreich zu sein. Also alles, was du genannt hast zu dem Teufelskreis, sind letztendlich Symptome, die sich dann wieder gegenseitig verstärken. Und da für mich so die Kernpunkte sind, operative Prioritäten sind unklar, was es dann für die Mitarbeiter sehr schwierig macht. Dann macht man von allem ein bisschen. Multitasking ist dann die Folge davon. Der Kern von Management 3.0 ist eben nicht die Methodenebene, sondern der Kern ist, dass man Unternehmen ganz anders denkt, dass man sich verabschiedet von dieser klassischen Rolle der Führungskraft, die den Untergebenen sagt, was sie zu tun haben. Und Management 3.0 verlagert jetzt eben nicht nur die Arbeit, sondern auch das Management auf alle Ebenen im Unternehmen. Also der Gedanke hinten dran ist, dass die Mitarbeiter selbst wahrscheinlich sehr gut wissen, was zu tun ist operativ, dass die, weil sie an der Quelle sind, sehr gute Entscheidungen treffen zu können. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich die spannende Frage für den Manager, für die Führungskraft: Was passiert mit mir, wenn jetzt plötzlich alle selbst organisiert sind? Es ist fahrlässig, ein Team sich völlig der Selbstorganisation zu überlassen, wenn sie nicht dazu in der Lage sind. Also die Mitarbeiter müssen überhaupt erstmal lernen zu kommunizieren, mit Konflikten umzugehen, bevor man sie wirklich völlig von der Leine lassen kann. Also man möchte nicht, dass das Unternehmen in eine Situation kommt, wo alle drunter leiden. Ähm, Angst spielt eine Rolle, egal ob jetzt explizit geäußert oder implizit. Äh, Und von daher ist das ein laufender Prozess, den alle lernen müssen. Und eine Annahme, die auch damit drinsteckt, ist, dass die Führungskraft den Prozess kontrollieren kann. Das ist ja die Annahme, die hinter diesem Top-Down-Verfahren steckt. Und wir erkennen einfach, dass dieses System an Grenzen kommt. Ja, das eröffnet neue Horizonte, das ermöglicht der
Organisation agiler zu entscheiden, sich agiler zu bewegen. Und die Führungskraft wird deswegen nicht arbeitslos, sondern die Rolle verändert sich. Also ich finde das Bild, was der Jürgen Appello benutzt, sehr schön. Die Führungskraft verändert sich von dem Feldherrn, wenn man es mal negativ ausdrückt, hin zu der Rolle des Gärtners. Also der Gärtner schaut nach seinem Garten, der zieht die Ränder der Beete, und wenn etwas anfängt zu wuchern, wird es abgeschnitten. Also das heißt ja auch nicht Chaos. Gerade was im Unternehmen geschützt werden muss, sind die Menschen, die da drin sind. Also so, wenn ich störende Personen drin habe, die ein Team belasten, das ist dann die Rolle des Managers, da mit einzugreifen. Es geht darum, gemeinsame Ressourcen zu schützen. Und das sind Dinge, um die sich der Gärtner kümmert, aber der Gärtner zieht nicht am Gras. Also er schafft eine Bedingung, dass die Pflanzen gut wachsen können. Und das ist dann auch das neue, modernere Bild des Managers, der eben, so wie jeder andere Beteiligte auch, seinen Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen erfolgreicher wird. Die Marti, das sechsaugige Monster, was so die Kapitelüberschriften beschreibt, um die es in dem Thema Management 3.0 geht. Und ein Auge ist noch vorne dran, da ist die Frage überhaupt, was ist Komplexität in Abgrenzung zu Kompliziertheit zum Beispiel, und was sind die Konsequenzen aus der Komplexität. Also Komplexität ist letztendlich die Frage, wie vorhersehbar, wie vorhersagbar sind gewisse Ergebnisse. Daraus resultieren dann eben ein paar Grundprinzipien wie ich adressiere Komplexität mit Komplexität, also sprich viele Hirne, viele Sichten mit einbringen. Dann macht es Sinn, sehr viel auszuprobieren, Experimente zu machen. Ich möchte kurze Feedback-Zyklen haben. Und das sind alles so Grundprinzipien, die Sinn machen in so einer Umgebung. Und dann starten wir mit dem ersten Teil, Energize People. Wie kriege ich die Leute überhaupt aktiviert, motiviert? Das ist auch so einer meiner Favorites. Aus meiner Sicht sind die Leute motiviert, und ich frage mich eher, was demotiviert die Mitarbeiter? Die Gallup-Studie, die ja jedes Jahr gemacht wird, in unterschiedlichen Ländern, und da geht es unterm Strich darum, wie motiviert sind die Angestellten. Die Zahlen für Deutschland 2014 sind relativ einfach zu merken. 85% der Angestellten sind nicht motiviert. Das heißt, 15% sind auf der Ebene Sabotage, arbeiten gegen das eigene Unternehmen. 70% machen Dienst nach Vorschrift, sodass nur 15% tatsächlich motivierte Mitarbeiter bleiben. Extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation, auch ein Thema, was wir in jedem Unternehmen haben, leider, oder in fast jedem Unternehmen. Zielvereinbarungen sind mit variablem Gehalt dotiert oder verbunden. Und der Peter Drucker, der das Management by Objectives ja propagiert hat, der Management-Guru, Management by Objectives ist was sehr Sinnvolles. Er hat es aber nie verknüpft mit Gehalt. Extrinsische Motivation zerstört intrinsische Motivation. Die Theory of Constraints sagt auch Inherent Simplicity, ja. Aber es kann sein, dass ich die einfache Lösung nicht finde mit meinen begrenzten Mitteln. Und ich habe meinen Frieden gefunden mit diesem scheinbaren Dilemma in der 80-20-Regel. Die reine Logikstruktur der TOC, die passt in 80% aller Fälle, meistens. Aber wir haben noch die anderen 20%, und die werden eben durch die Komplexität, durch plötzlich passierende Dinge, an die keiner gedacht hat, beeinflusst. Und so passen die zwei Sachen für mich ganz gut zusammen. Und Fehlerkultur bedeutet auch die Freiheit zu haben, Fehler machen zu dürfen, ohne dass man da Angst hat, und dass man auch tatsächlich erkennt, das gehört dazu. Also
Umgang mit Komplexität, experimentieren. Und wenn es meistens klappt, reicht es ja. Scheitern ist ein hartes Wort, aber dass dieses Scheitern auch dazugehört, also spontan fällt mir da Edison ein, der gesagt hat, er kennt jetzt 1000, ich glaube 1000 waren es, 1000 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Was treibt uns wirklich an? Einer der modernen Klassiker, Dan Pink, Drive, kommt auf 3 einfache Punkte. Purpose, also das, was wir tun, sollte Sinn machen. Mastery, wir möchten gut sein in dem, was wir tun. Und Autonomy. Wenn ich natürlich so ein Zielsystem installiert habe und die Leute haben unterschiedliche Ziele, variable Gehälter, das ist so eine der Voraussetzungen, da kann nichts Agiles wachsen. Nicht wirklich, weil jeder wird sich selbst optimieren. Das Hemd ist näher als die Jacke. Also das Skills, diese Faktoren zunächst mal abzubauen. Zunächst mal muss man sehen, was ist die Vision, die Richtung, in die wir gehen möchten und wo steht das Unternehmen heute. Ich bin da weniger ein Freund von schnellen und harten Changes, sondern es ist eine Lernerfahrung für die gesamte Organisation und es geht manchmal schneller und manchmal dauert es eben länger. Man muss positive Erfahrungen sammeln, man muss das Vertrauen gewinnen in sich, in die Organisation und teilweise dauert es halt. Die größten Hindernisse, die ich sehe, ist, dass man aufgrund von Drücken, also Termindruck, aufgrund von Angst in alte Muster zurückfällt, bewusst oder unbewusst. Und was da sehr schnell passiert, also es ist schwierig, das Vertrauen aufzubauen und dieser Zustand kann aber ganz schnell kaputt gemacht werden, indem eine Führungskraft wieder zunächst mal nachvollziehbar, aber wieder in alte Muster zurückfällt. Das hat sehr, sehr stark negative Konsequenzen. Ich hab erzählt, dass dieses Delegieren, Weitergeben von Verantwortung eben nichts Digitales ist. Also entweder ich als Führungskraft mache die Entscheidung oder der Mitarbeiter, sondern tatsächlich haben wir da verschiedene Stufen. Und es macht auch tatsächlich Sinn, diese Stufen bewusst zu wählen und auch transparent zu machen, sodass auch die Mitarbeiter wissen, wo wir gerade stehen. Jetzt nehme ich mal diese Kamera. Das ist so ein Beispiel für ein Delegation Board. Da habe ich auf der einen Achse die Entscheidungsbereiche. Das könnte jetzt sein, auch Einstellen von Mitarbeitern, wer entscheidet über Urlaubszeiten. Und hier oben habe ich die zweite Achse von Tell, also das wäre die Führungskraft trifft die Entscheidung und teilt sie den Teammitgliedern mit. Bis hin dann zu Delegate, dass Entscheidungen komplett durch die Mitarbeiter getroffen werden. Das heißt, die Führungskraft ist an dem Entscheidungsprozess nicht mehr beteiligt. Und wir haben halt eine ganze Bandbreite davon zwischendrin an verschiedenen Stufen des Delegierens. Und man sieht es auch so an den Bildern, die Entscheiderrolle kann von einer einzelnen Person übernommen werden oder sie kann von einem Team übernommen werden. Also da habe ich sehr viel Spielraum, um auch vorsichtig das Thema Delegieren, Themen abgeben an die Mitarbeiter, Entscheidungen abgeben an die Mitarbeiter, schrittweise auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln damit und so auch den Mitarbeitern die Chance geben, in diese Rolle reinzuwachsen. Natürlich mit dem Ziel, möglichst viel zu delegieren und nur die Sachen, die vielleicht jetzt wirklich businesskritisch sind, dass man da als Führungskraft tatsächlich noch mit involviert ist. Ein Selbsterfahrungstool, Moving Motivators. Da geht es auch darum, was sind so die Themen, die uns wirklich antreiben, die für die Menschen wichtig sind, die Werte. Also hier haben wir
Ein Beispiel das Goal, also ein Ziel, was ich erreichen möchte. Das hier steht bei mir weiter oben, Freedom, oder die Curiosity, die Neugier. Und das ist ein ganz spannendes, ein ganz spannendes Tool. Kann man verschieden einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir zwei jetzt mal uns die Karten legen, mal von links nach rechts aufzuzeigen, was sind denn so die Priorität in meinen Werten. Das ist erstmal für mich ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke. Ist mir jetzt Power wichtiger oder Freedom? Oder ist es doch das Goal? Ja. Also für sich selbst mal eine Reihenfolge reinzubekommen, und das dann auch zu kommunizieren, oder zu schauen, wie sieht es denn beim Kollegen aus. Das hilft schon mal, sich selbst wesentlich besser zu verstehen, da einen Dialog anzustoßen im Team. Das ist so die eine Anwendung dieser Moving Motivators. Und es ist nicht nur das Verhalten, sondern in der Psychologie, aus der Psychologie weiß man, wie entstehen Emotionen. Emotionen entstehen dadurch, dass ich die Realität mit meinen Werten abgleiche. Und wenn die Realität meine Werte unterstützt, fühle ich mich gut. Und wenn halt Werte verletzt werden, dann fühle ich mich schlecht. Also da ist jetzt auch die Frage, wenn ich glückliche Mitarbeiter haben möchte, dann sollte man wissen, wo die Werte liegen oder was ist mir persönlich wichtig und wie kann ich das unterstützen. Da sind wir auch dann bei der zweiten Anwendung der Moving Motivators, ist generell, wenn es um das Thema Change geht, dann kann ich mal die Werte in meiner Reihenfolge auflegen und kann jetzt mal schauen, wenn ich diese Veränderung mache, Softwareentwicklung nach V-Modell, was macht es mit meiner Acceptance, was macht es mit meinem Power, was macht es mit meiner Freedom. Also wie sind meine Werte beeinträchtigt oder beeinflusst durch diesen oder jenen Change. Äh, und es hilft mir dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also möchte ich lieber so rumgehen oder möchte ich lieber diese Alternative gehen? Was unterstützt mich besser? Die Frage, die wahrscheinlich auch noch im Raum steht, funktioniert es schon irgendwo? Ist ja auch immer eine gute Frage. Und jetzt nicht aus dem Kontext Appello, Management 3.0, aber es gibt verschiedene Autoren, die unterwegs sind in Sachen moderne Arbeitsformen. Aktuell, sehr aktuell, Lalou, Reinventing Organizations. Ähm, Der hat sich auf die Suche gemacht, tatsächlich nach Unternehmen, die anders sind. Also basierend auf einem Gesellschaftsentwicklungsmodell, Spiral Dynamics, hat er geschaut, gibt es Unternehmen, die jetzt heute anders unterwegs sind, andere Führungsstile ausprobieren als andere Unternehmen. Und er hat über 20 gefunden weltweit, ähm, von relativ kleinen Unternehmen bis hin zu international agierenden Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern. Äh, Fand ich sehr spannend und die zeigen sehr viele Aspekte von dem, was auch Management 3.0 mit der Komplexitätstheorie bringt, wie die Unternehmen das ausgebildet haben, diese Praktiken ausgebildet haben und auch spannend, die Unternehmen kannten sich vorher nicht. Also jeder dachte, er wäre alleine auf der Welt mit seinen neuen Methoden und Lalou kann eben zeigen, dass bestimmte Muster in den Unternehmen äh, sich zwangsläufig herausbilden und letztendlich auch Proof of Concept. Es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Die Unternehmen sind sehr erfolgreich. Also zwei vielleicht als Beispiel, Birds.org, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mobile Altenpflege in Holland hat dort den ganzen Markt aufgemischt. Ähm, also die mobilen Krankenschwestern möchten bei Birds.org arbeiten. Mittlerweile haben sie 10.000 Mitarbeiter und so, um ein Größenverhältnis mitzugeben, 10.000 Personen im Feld und das Headquarter hat, glaube ich, 30 Personen. Oh, das ist sehr schlank. Sehr schlank. Und eine zweite Organisation, die herausgefunden hat, ist eine Schule in Berlin, wo die Schüler selbst ihre Lerninhalte gestalten, ihren Unterricht selbst gestalten. Und in Berlin ist Zentralabitur, also das ist so die letzte Hürde, wo sie jetzt gerade dran sind, dass also auch die Oberstufe, die Vorbereitung aufs Gymnasium, durch die Schüler so gestaltet wird, dass dennoch der offizielle Rahmen ja, eingehalten wird. Also auch der Beweis, es funktioniert tatsächlich in Unternehmen.
dann war deine Frage genau, wo kann man mich finden? Eigene Homepage, ich mache anderes Marketing, zum Beispiel Videos. Also Homepage habe ich derzeit keine. Ich verwende Xing, dort bin ich buchbar oder kontaktierbar, Andreas Lowinger. Und mein Angebot reicht eigentlich von der ganzen Bandbreite, klassisches Projektmanagement, dort die größeren Standards, also PMI, IPMA, Prince2, über Agil, über TOC, Critical Chain, bis hin dann zu Agil im gesamten Unternehmen, also Fragestellung der Organisationsentwicklung. Und mein Vorgehen ist da eigentlich immer, ich gucke mit dem Kunden, wo stehen wir aktuell und wie könnte der nächste Schritt aussehen. Also kann sehr gut im agilen Bereich unterwegs sein, kann sehr gut im klassischen Weg unterwegs sein. Und es ist immer die Frage, wie sieht das nächste Schrittchen aus.